Mahatma Glück, Mahatma Pech, Mahatma Kobi. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und ja, Freunde, ich war auf der Spielwarenmesse 2023 in Nürnberg und natürlich habe ich mich dort am Kobi-Stand rumgelungert. Die meiste Zeit habe ich mich dort aufgehalten und wahrscheinlich, damit ich endlich weggehe und die netten Damen und Herren da in Ruhe lasse, haben sie mir etwas in die Hand gedrückt und das stelle ich euch heute vor, nämlich das Kobi-Set 4846. 181 Steinchen, keine Minifigur, ein neuer Maßstab, der Seehund, das kleinste U-Boot der Kriegsmarine. Fand ich ziemlich ein nicer Zug von den Herren und Damen dort am Kobi-Stand. Das ist auch das Problem, Freunde. Ihr werdet nächstes Jahr mich erst recht nicht los, wenn ihr mir schon solche tolle Präsente in die Hand drückt. Freunde, das Set dürfte eigentlich erst heute bei euch in dem Briefkasten gelandet sein, beziehungsweise per Post zu euch gekommen sein, denn man konnte es bis jetzt nur kaufen über das Deutsche Marinemuseum. In dieser Kooperation wird dieses Set auch hergestellt, daher auch dieser Maßstab. Und wenn ihr es beim Deutschen Marinemuseum gekauft habt, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung, dann bekommt ihr auch ein Zertifikat. Das werde ich hier nicht haben, aber ich habe mir noch so ein Set bestellt, damit ich später ein Zertifikat habe. Wie das Zertifikat aussieht, seht ihr im Verlauf des Videos. So, genug gequatscht, rein in die enge Röhre, hier auf dem Bautisch. Gucken wir uns, was in diesem Karton sich verbirgt. Ja, Freunde, da haben wir die 4846 auf dem Bautisch liegen. Ein kleines U-Boot. Ihr seht es schon, zu klein auch hier für eure Augen. Ich glaube, da müssten wir mal ranzoomen. Ja, das U-Boot Typ 27, für alle, die keine römischen Zahlen lesen können, XX1010, also 20, V ist die 5 und die 2 dahinter heißt auf die 5 2 drauf, also die 7, also U-Boot Typ 27, Seehund genannt. Im Maßstab 1:72, kennt ihr bestimmt von den kleinen Plastikfigürchen. Der Maßstab laut meinen Informationen ist wohl auch so vom Museum gewählt worden, damit es A noch einigermaßen groß aussieht und es ja draußen bei vielen von euch ein bekannter Maßstab ist. 181 Steinchen und wie gerade schon gesagt, in Kooperation mit dem Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven. Da habe ich das U-Boot sogar selber schon einmal gesehen, da es sich um ein Gefährt aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, natürlich auch aus der Historical Collection World War II. Das Set habe ich ja von Kobi direkt auf dem Messestand in Nürnberg geschenkt bekommen. Daher wird hier wahrscheinlich kein Zertifikat inliegend sein, wenn wir gleich den Karton öffnen. Wenn ihr euch das bestellt beim Museum und später auch bei Kobi, ist wohl ein Zertifikat dabei. Bilder vom Zertifikat blende ich euch später ein bei den Detailfotos. Ich habe es mir trotzdem beim Museum bestellt und den Link dazu findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Schauen wir uns die Rückseite einmal an. Da sehen wir das Set aufgebaut. Ganz besonders toll finde ich den Stand. Da werde ich euch die Tage eh noch was zu zeigen, denn ich habe noch ein anderes U-Boot für euch in einem anderen Maßstab, aber da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Also verfolgt meinen Kanal. Fakten bekommt ihr natürlich gleich und wir sehen hier, das U-Boot wird 16,3 cm lang und 7 cm hoch. Ich denke mal, das wird hier kein langer Bild. Ich hoffe, ihr kriegt die sehr interessanten Fakten zu diesem Fahrzeug alle unter. Was ich euch sagen kann, ihr seht nämlich hier schon beim Motor, dass es ein Dieselmotor war von Büssing, ein LKW-Motor. Aufgrund der Kriegslage hat man LKW-Motoren eingebaut. Ja, das aber wie gesagt gleich dann in den Fakten. Ich mache jetzt den Karton einmal auf und dann schauen wir uns, was sich genau da drin verbirgt, meine Freunde. Ja, Freunde, da haben wir den Inhalt des Kartons auf meinen Bautisch gehext. Eine Tüte, 2 Tüten, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tüten und eine Anleitung in DIN A5 Format, Klammer gebunden. Das gleiche Design wie auf dem Karton. Was ich euch sagen kann, also hier, was ich euch sagen kann, ist, dass ich hier keinen Druck finde, wann das Set hergestellt wurde. Ist wahrscheinlich auch deswegen, weil wir hier ein Promo-Exemplar haben. Anleitung von Kobi wie folgt, falls ihr es nicht wisst. Wir haben halt normalerweise bei Kobi immer
Wenn die Sets größer sind, so Bautüten-Abschnittgruppierungen, sage ich mal, da haben wir hier Tüte 1 und dann vielleicht hier nochmal Tüte 2, wo diese vielen kleinen Tüten drin sind. Haben wir hier nicht, weil es halt nur wenig Steine sind. 181 an der Zahl. Ich schiebe mal die Steinchen raus, dann schauen wir uns die Anleitung genau an. Deswegen fangen wir einfach hier an mit Step 1. Wir bauen hier die Steine. Schön drauf los, alles farblich. Was wir gebaut haben hier oben, ist dann schon farbentsättigt in so einen Grau. Und was wir wieder neu drauf bauen, ist dann wieder farblich und Pfeile weisen uns den Weg. In diesen Rechtecken, die abgerundet sind mit diesem grünen Farbverlauf, sehen wir immer die Steine, die wir brauchen. Pfeile weisen uns den Weg, habe ich euch gesagt. Und ab und zu haben wir auch noch so kleinere Pfeile, die sagen, bitte dreh das Modell, was du gerade baust. Oder du hast die Anlegehilfen, damit du weißt, wie lang ist hier die Fliese, auf Englisch Flat-Tile, die wir verbauen. Es gibt keine Seitenzahlen, sondern nur diese Bauabschnittnummerierungen. Und da sehen wir hier halt, dass wir mit dem Bauabschnitt 47 fertig sind mit dem Bau des Modells. Wenn dieser schöne Stand mit dieser gelaserten Plate dann, sage ich mal, eine Hochzeit macht mit dem U-Boot. Letzte Seite, dann hier Teileübersicht. Wenn euch Steine fehlen, könnt ihr es kontrollieren und sie da nachbestellen. Und dann haben wir ein bisschen Werbung. Und diese große alte Dame möchte ich euch auf jeden Fall auch vorstellen. Ich bin schon im Bestellprozess. Die Bismarck in der, ich meine es so richtig gehört zu haben, Ostsee-Lackierung. Ja, Freunde, aber nicht Ostsee, sondern Seehund. Das ist jetzt das Stichwort. Ich fange an mit dem Bau. Euch viel Spaß bei den Fakten und mir natürlich beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über den Seehund. Dieses Miniatur-U-Boot wird normalerweise als das erfolgreichste der Miniatur-U-Boote der Kriegsmarine angesehen. Der 1944 entworfene Typ, bekannt als 27B5 oder auch als Typ 127, wurde mit mindestens 138 Einheiten in den Dienst der Kriegsmarine gestellt. Generell war geplant, ab 1944 über 1000 solcher Fahrzeuge zu bauen. Diese Boote hatten unter Wasser eine Verdrängung von 17 Tonnen, eine Besatzung von 2 Personen und trugen an externen Halterungen 2 Torpedos, je einer pro Seite, vom Typ G7E. Der Seehund hatte eine Reichweite von 300 Kilometern bei 7 Knoten. Ungefähr 50 dieser Seehund-U-Boote hatten einen zusätzlichen Speicher, der ihnen eine Reichweite von 300 Meilen bei 7 Knoten an der Oberfläche und 63 Meilen bei 3 Knoten unter Wasser ermöglichte. Gebaut wurden die U-Boote bei den Howalds-Werken und der Germania-Werft in Kiel, in der Schichau-Werft in Elbingen, bei Klöckner in Ulm und bei Cantieri Riunti del Adriato CRDA in Monfalcone in Italien. Insgesamt wurden 142 Einsätze mit dem Seehund gefahren. Dies führte zum Verlust von 9 Schiffen beim Feind mit einer Tonnage von 18.451 Tonnen, die versenkt wurden. 3 Schiffe mit einer Tonnage von 18.354 Tonnen wurden beschädigt. Bei diesen Einsätzen gingen 35 Seehunde verloren. Es wird davon ausgegangen, dass ein Großteil dieser U-Boote aufgrund vom schlechten Wetter verloren ging oder die Besatzung an den Abgasen erstickten. Am 1. Januar 1945 wurde die erste Seehundflottille mit 18 Booten gegen den feindlichen Nachschub in den Gewässern vor der Scheldemündung eingesetzt. Es war die erste Feindfahrt der Seehunde. Nur 2 Boote kamen zurück. Eines davon ist dieses, was ich baue, was heute im Marinemuseum Wilhelmshaven steht. Generell war der Haupteinsatzort der Seehunde der Bereich zwischen dem Kanal und der Scheldemündung. Ja, Freunde, nach 28 Minuten ist unser Kobi-Set 4846, das kleinste U-Boot Seehund, hier auf meinen Bautisch gelandet. Freunde, ein einfacher Bau, ein schneller Bau, aber mit viel Bügelperlen. Das ist auch das, was überbleibt. Eine einzige Bügelperle und so einen Bügelperlen-Applikator. Oder wie wir Kobi-Leute sagen würden, ein weißes Rohrteil. Ja, bevor es losgeht, kurz Faktencheck nochmal für euch, hier im neuen Kobi-Katalog ab 7 Jahren. Ja, ich bin älter, wir haben Februar, stimmt auch. Und die Größe 16,3 cm, 7 cm hoch und 4 cm breit. Natürlich alles pad printed und es kommt in 6 Verpackungseinheiten daher.
kann ich nicht sagen. Ich habe das Set ja hier auf dem Kobi-Stand auf der Spielwarenmesse in Nürnberg bekommen. Ja, schauen wir uns das U-Boot genauer an. Einmal erstmal hier im Gesamtbild der Stand und das U-Boot. Bisschen locker ist es hier, weil der Stand ist nämlich nur so eine Art, ja, Schlitten hier. Also das U-Boot schleidet hier so drauf, ne, schön geschmeidig durch die Rundungen hier unten, diese runden Slopes. Aber was zum Noppen wäre mir lieber gewesen. Naja, schauen wir uns den kurz an. Ganz lustig ist, wir haben hier eine Kante, weil dieser Slope hier höher ist. Schade ist auch hier, dass hier steht Midget Submarine, weil irgendwie, wenn wir da von Seehund sprechen, irgendwie hätte man auch kleines U-Boot schreiben können, oder? Weiß ich nicht. Ganz cool sind diese schönen neuen Eck-Slopes, die gefallen mir. Und sonst wie immer schönes, glänzendes Schwarz, wie wir es von Kobi kennen. Gleiche Bautechnik haben wir auch hier drüben bei unserem Mock, oder beziehungsweise, ja, eigentlich nur Rebuild eines Blue Bricks Typ 7 U-Boots aus Kobi. Da haben wir das auch so. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Passt also. Nur hier, ja, irgendwie, es wackelt zu sehr. Hier nochmal ganz kurz. Also, wenn man es nicht richtig draufstellt, dann kippt das gleich. Also es kann leicht so schräg kippen. Ja, egal, da rutscht mir runter. Aber ich wollte es euch ja eh zeigen. Wir haben schöne Drucke hier vorne, nämlich auf der einen Seite genau wie auf der anderen. Also Backbord, Steuersort das gleiche. Steuerbord von 12 bis 16 auf beiden Seiten. Wir haben hier hinten Luken aufgedruckt und die 22. Und ich sehe gerade, die habe ich verkehrt umgebaut. Warum? Weil ich im ersten Take euch was zeigen wollte. Was aber ganz gut ist, kann ich euch gleich wieder zeigen. Nämlich, wie hier gebaut wurde. Nämlich mit viel Baurichtungsumkehr und viel Bügelperlen. Da seht ihr eine schwarze Bügelperle auf diesem 1x1er Brick, der in der Seite hohl ist. Und wir haben hier diese dünnen Fliesensteinchen mit links und rechts Noppe. Und jetzt kann ich es auch gleich gerade machen. Also quasi ein absichtlicher Fehlbau, damit ihr seht, wie hier gebaut wird, damit wir überhaupt hier diese elliptischen Formen hinbekommen. Das zieht sich hier durch das ganze Boot durch. Hier unten auch stecken sehr viele Bügelperlen drunter. Hier haben wir noch einen Print, nämlich auf dieser Round-Teil, nämlich die Schraube. Da könnt ihr es besser sehen. Also eigentlich eine gut gelöste Geschichte, finde ich, bevor man da jetzt noch irgendwie was rumfrickelt. Also richtig gut. Hier oben haben wir dann Transclear, eine Kuppel. Bisschen schade finde ich hier diese Lücken, die wir hier und hier haben. Aber in dem Maßstab so zu bauen, ist schwer. Ganz cool auch diese neuen Hakenteile. Wobei neu weiß ich gar nicht, aber ich habe sie, glaube ich, hier zum ersten Mal verbaut. Gefallen mir. Kommen hier drauf. Zack. Und ganz wichtig, was ich euch noch zeigen möchte, sind natürlich die beiden Torpedos, die wir hier einfach nur in diese offenen Noppen der Brackets hier reinpacken. Torpedo wie folgt gebaut mit diesen Bratpfannen, Schilderteilen, ich weiß nicht genau, wie man es nennt. Und damit stecken wir es dann auf. Hier dann die Schraube, der Antrieb für unseren Torpedo. Stecken wir auch wieder drauf. Zack, zack. Muss ein bisschen aufpassen, weil typisch Kobi Rohr, so ein bisschen, das kann man leicht ein bisschen so verbiegen. Also passt aber. Ja. Was soll ich dazu sagen? Kleinst-U-Boot. Gefällt mir. Schneller Bau. 28 Minuten. Was ich euch gesagt habe, der Schlitten eignet nicht zum Hochhalten, ist halt nur zum Hinstellen. Es ist ein Stand, der sich aber wie ein Schlitten anfühlt. Egal, Freunde, ich baue das U-Boot jetzt schnell wieder zusammen. Dann gibt es ein paar Detailfotos und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, meine Freunde. Wie immer an dieser Stelle bekommt ihr ein paar Detailfotos von dem Modell, was ich gebaut habe. Hier unser Seehund aus dem Deutschen Marinemuseum in Wilhelmshaven. Freunde, mich würde mal interessieren, welches dieser Kooperationsmuseen habt ihr denn schon mal besucht? Also ich kann euch sagen, ich war im Deutschen Panzermuseum in Munster und auch in Wilhelmshaven war ich schon. Schreibt bitte gerne mal in die Kommentare, welcher dieser Museen ihr besucht habt. Auf jeden Fall stehen die anderen wie das Tank Museum in Bovington noch auf meiner Liste. Da muss ich unbedingt mal hin. Vielleicht nehme ich dann sogar ein Kobi-Set mit und baue es dort vor Ort. Mal schauen.
Freunde, wenn ihr aber schon da unten seid bei den Kommentaren und in der Videobeschreibung, schaut doch mal auf meine Affiliate-Links vorbei. Damit könnt ihr meinen Kanal unterstützen. Das heißt, wenn ihr etwas bei Amazon kaufen wollt, vielleicht nutzt ihr einen dieser Links. Aber nur dann, Freunde, kauft nur dann, wenn ihr etwas braucht. Wenn ihr Kobi braucht, kann ich euch natürlich den Shop buildingbricks.de nur ans Herz legen. Aus dem einfachen Grund, weil ihr mit dem Code BLOGSTAR, egal ob groß oder klein, egal wie ihr schreibt, 15% auf alle Kobi-Sets dort in den Shop bekommt. Und das Gute ist, ich benutze den Code auch, so spare ich, und wenn ihr ihn nutzt, gibt es den Code noch länger und so haben wir alle was davon. So Freunde, das waren jetzt noch ein paar Worte zu den Bildern vom Seehund. Wir schauen uns jetzt nochmal in die Augen, meine Freunde. Ja Freunde, ein kleines U-Boot, ein kleines Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das hier habe ich ja geschenkt bekommen, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an den Anfang dieses Videos, und das ist natürlich immer toll, aber davon habt ihr per se nichts. Deswegen habe ich was für euch, denn es gab nicht nur dieses U-Boot geschenkt, nein, ich habe auch ein paar der neuen Kobi Schlüsselanhänger geschenkt bekommen und diese werde ich in einigen der nächsten Kobi Videos an euch verlosen. Das sind 2 Figuren, wo drauf steht hinten Kobi-Fans und eine exklusive 2023er Toy Fair Figur hier mit Mütze. Also seid gespannt, in den nächsten Kobi-Videos kommen hier die Gewinnspiele zu diesen Schlüsselanhängern. Ja, Freunde, des Weiteren am Ende des Videos kommt der übliche YouTuber-Quatsch. Würde mich freuen, wenn ihr mir Feedback zum Set da lassen würdet, Feedback zu meinem Video, Daumen hoch, Daumen runter, und vor allen Dingen würde ich mich über ein Abo freuen. Oder vielleicht teilt ihr das Video ja sogar an eure Freunde, dass die ein Abo dalassen, damit diese Reise hier auf diesem tollen Kanal mit euch als tollen Zuschauern hier weitergeht. Und wenn ihr schon abonniert habt, drückt bitte die Glocke, dann verpasst ihr kein weiteres Video. Ja, Freunde, gute Tauchfahrt, gute Jagd, auf Wiederbauen, euer Freund, der Blogstar.